Heute gibt es mal ein bisschen Geplauder aus dieser wunderschönen toskanischen Küche hier. Und ich erzähle euch ein bisschen was über unsere Leidenschaft zum Kochen. Ja, wir verbringen relativ viel Zeit mit dem Studium neuer Kochbücher, mit Einkaufen von tollen Zutaten, mit dem Kochen und dem Essen und Wein trinken. Und das genießen wir von vorne bis hinten. Allerdings sind wir sehr unterschiedlich, wie wir so kochen. Das ist ganz interessant, denn der Pim, wenn so ein Kochbuch aufschlägt und das Rezept hat 354,5 Zutaten, dann findet er das ganz toll und das reizt ihn und das möchte er dann machen. Während ich sehe das und denke, um Gottes Willen, also 5 Zutaten reicht mir eigentlich schon. Aber der Pim ist da anders veranlagt. Wie nennst du das wieder? Orchestral. Ach, also orchestral, das ist praktisch, die Zutaten ist wie sein Orchester mit 150 Musikern. Ich glaube, er ist der Dirigent und dann mischt er das alles zusammen und dann ist es eine Sinfonie. Und ich kann euch nur sagen, das ist es wirklich, weil wenn er kocht, ich habe es ja im letzten schon gesagt, da sind Aromen, die der da zusammenmischt, manchmal auch noch Freestyle natürlich, nicht so ganz nur nach dem Rezept. Und wenn dann die Küchentür offen ist, hier zum Beispiel, wo sie direkt nach draußen geht, da geht das, diese Aromen gehen hinaus in den Garten, die gehen ins ganze Dorf, ich glaube in die ganze Maremma und wahrscheinlich sogar in die ganze Toskana. Und deswegen, habe ich euch ja schon gesagt, zieht es manchmal auch Tiere an. Letztens ist es wieder so gewesen, Pim steht in der Küche, mischt sein Orchester zusammen und alle Türen offen. Ich sitze draußen auf der Gartenbank, habe ein bisschen Harfe gespielt so am Abend. Auf einmal tut es einen dumpfen Schlag. Also mir ist fast das Herz stehen geblieben und Gänsehaut habe ich gehabt und wirklich, da steht so ein großes Tier vor mir, also ich würde sagen eher so, und das hat so lange haarige Ohren und dann hat es noch so eine lange Schnauze und dann hat es immer so gemacht. Jetzt wisst ihr das wahrscheinlich eh schon. Pim blendet jetzt ein Bild ein. Ein wunderbares Wildschwein, aber ich meine, so 1,50 Meter von mir weg und plötzlich über die Mauer gehüpft und da gelandet. Puh, also ich habe gleich mich dezent ins Wohnzimmer zurückgezogen, aber es ist nicht reingekommen zum Glück. Es stand da an der Küchentür dann und hat reingeschaut, aber keine Angst, wir haben ihm nichts zu essen gegeben, es hat sich dann wieder verzogen. Aber eigentlich kann man jetzt so sagen, gell, jeden Abend, wenn du kochst, steht das Schwein draußen. Jetzt haben wir uns ja schon ein bisschen daran gewöhnt, das ist ja nicht schlimm. Also wir sind hier am Ortsrand und da hinten ist der Olivenhain und da wohnen die halt einfach. Ja, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen was erzählen, wie wir so kochen. Also der Pim kocht gern mit viel Zeugs und er kocht auch gern, wenn es wahnsinnig lange dauert. Stunden kann das dauern, das findet er gut. Was sage ich, Stunden? Manchmal geht es Tage, wenn er zum Beispiel so ein Brot- oder Pizzateig macht. Das muss dann tagelang vor sich hinreifen. Also, wenn ich eine Pizza mache, sorry, aber bei mir ist die in 3 Stunden fertig. Also jetzt kommen wir mal langsam zu mir. Also ich koche mit weniger Zutaten und schneller. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn ich anfange zu kochen, dass ich immer schon Hunger habe. Ja, kann sein. Aber was ich wahnsinnig gerne mache, also ich bin so die Meisterin der Teige. Schon lange habe ich so den Flammkuchen für mich entdeckt. Das macht wahnsinnig Spaß. Also den, so wie kein Ärmel, aber den schüttle ich schon so, also den Teig und alles dann aus dem Ärmel und walzel den ganz dünn aus und dann wird er belegt mit was ich gerade mag. Das ist so ein schnelles Essen für mich, was ganz einfach ist. Und seit kurzem übrigens, seit wir so wussten, wir fahren nach Italien, in die Toskana, da habe ich das Pasta-Machen wieder entdeckt, weil ich habe eine Nudelmaschine, also die habe ich schon ewig lang, ich glaube so 30 Jahre, und ich habe die jahrelang nicht mehr benutzt. Und ja, das macht mir so einen Spaß jetzt. Wir haben sie jetzt auch dabei und da werden wir schon auch noch ein bisschen Nudeln damit machen. Aber
was ich mir für diesen Urlaub vorgenommen habe, war, dass ich Trofje mache. Das heißt, da übe ich fast jeden Tag dran. Wenn ihr nicht so genau wisst, was das für Nudeln sind, die sind diese hier, so kleine Dinger da, so eigentlich wie so kleine Schrauben. Der Bim blendet jetzt sicher mal so eine, die mir schon recht perfekt gelungen ist, ein. Und also die werden jetzt nicht so gezwirbelt, sondern dann nimmt man so ein erbsengroßes Dingerl Teig und dann rollt man das vor, bis es so ein Wurstel ist und dann mit der Handkante nach der Seite abgerollt, dann ist das so eine Schraube. Ganz klasse. Aber was mir daran eigentlich total gefällt an diesem Teig, ich mag ja den Teig in die Hand, ist dieser Trofje-Teig, der wird mit kochendem Wasser zubereitet. Ich verrate euch gleich mal das Rezept. Also du nimmst pro Person 100 Gramm Mehl, am besten so ein 00er italienisches oder auch ein 405er geht schon auch. Dann kommen eben pro Person 90 bis 100 Gramm kochendes Wasser, wird drüber gekippt und natürlich ein Salz rein. Und das kannst du am Anfang erst mit dem Kochlöffel umrühren, weil es ist ja total heiß und sobald es ein bisschen kühler ist, kneten, so 8 bis 10 Minuten. Und der Teig, der hat mir so angetan, dass ich nicht mehr aufhören konnte, damit mit diesen Dingen zu machen. Weil der ist so warm und nach 8 bis 10 Minuten ist der weich und der ist in deiner Hand, dieser Teigklumpen, wie so ein warmes, weiches Lebewesen. Das müsst eigentlich immer an dich drücken. Aber das musst du halt dann eine halbe Stunde ruhen lassen und dann kannst du weitermachen und diese Dinger da formen. Und dadurch, dass die so geschraubelt sind, wie so kleine Meeresschnecken, da ist ein Pesto total lecker dazu. Also das legt sich quasi so in diese Schraubwindungen ein und es ist einfach klasse. Ja, also da muss ich noch ein bisschen weiter üben im Urlaub, so mit den Trofje. Aber, ach so, da steht schon wieder was vom Pim, das ist sein Pulisch. Oh je, das darf ich glaube ich gar nicht so arg bewegen. Er macht nämlich Pizza in ein paar Tagen. Das dauert natürlich wieder, weil das ist ja erst der Anfang. Da bilden sich jetzt schon diese kleinen Bläschen wie so heiße Quellen und die blasen sich so auf und er liebt es so, dass er quasi jede Blase wird da liebevoll betrachtet. Ich bin manchmal schon ein bisschen eifersüchtig. Und gehegt und gepflegt wird der Teig und dann wird wieder Mehl reingetan und dann gibt es große Blasen und dann steht er immer da und freut sich über die und irgendwann in ein paar Tagen ist das ein Pizzateig. Und dann kommt er in den Ofen rein. Aber den Pizzateig selber so ausdrücken, das mag er wieder nicht. Den gibt er dann mir und das macht er nicht. Und ich bin auch die Herrin des Feuers. Ich mache dann Feuer an und dann machen wir unsere Pizza. Ja, ich glaube, für heute langt es jetzt. Wir sehen uns eh bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Prost.